Ja Leute, moin zum neuen Video. Wir sind gerade angekommen mit der Fähre und haben jetzt schon die erste Krise. Wir wollten eigentlich eine Bergstraße fahren, aber die Leute haben alle gesagt, fahrt da nicht hin, das ist Kartellgebiet. Und zwar liegt die Bergstraße im berüchtigten Goldenen Dreieck, eine Region, die seit Jahrzehnten in fester Hand von Drogenkartellen ist. Die Abgeschiedenheit der Berge macht das Gebiet zum idealen Versteck und Produktionsort für Opium und andere Drogen. Und bis heute verschwinden hier immer wieder Menschen spurlos. Das hier ist Jens. Bei seiner Fahrradreise wurde er letztes Jahr vom Sinaloa-Kartell gekidnappt und erzählt uns die unglaubliche Geschichte seiner Entführung. Dann haben die ihren Boss angerufen, den Drogenboss, und haben ihm erzählt, wir haben hier so einen deutschen Fahrradfahrer gekidnappt. Dann haben die zu mir gesagt, ausziehen und in den Sand setzen. Ich dachte, jetzt erschießen die mich. Ich dachte, das war's jetzt hier. Das ist wirklich die Hinrichtungsstätte, ne? Aber dazu später mehr. Noch an der Küste fragen wir viel herum, ob unsere Route wirklich zu gefährlich ist. To be honest, in the last 2 months, been some issues. Not with the bicycle. They are stealing trucks. If you have the chance to go to Durango, do it. Oh yes. Oh, it's beautiful. Es gibt zwei Parteien. Die eine sagt, Durango, die Straße dahin ist zu gefährlich, weil in den letzten 2 Monaten passiert sehr viel Scheiß mit den Kartellen. Aber die überfallen wohl nur Trucks. Die haben nichts davon, euer Fahrrad zu klauen. Die wollen Trucks überfallen. Sollen wir jetzt echt ein Kartellgebiet betreten? Okay, also wir haben jetzt wirklich 3 Stunden rumüberlegt und rumgefragt. Jetzt machen wir los. Entscheidung ist gefallen, es geht nach Durango in die Berge. Heute Morgen hätten wir wohl selbst nicht mit dieser Entscheidung gerechnet, aber es ist eine reine Bauchgefühlentscheidung, die man vermutlich nur nachvollziehen kann, wenn man persönlich mit den Menschen geredet hat und dabei war. Schon seit einer Woche recherchieren wir und haben uns sogar in mexikanischen WhatsApp-Fahrradgruppen informiert und mit Leuten geredet, die diese Route bereits so ähnlich gefahren sind. Wir sind hier gerade noch fast auf Meeresniveau, aber da vorne beginnen die Berge endlich. Geht fast auf 3000 hoch. Und ja, alle halbe Stunde jagt hier so eine Patrouille durch. Mit so 2, 3 bewaffneten Militärleuten. Da kommt gerade die Patrouille. 3 Fahrzeuge. Die hatten sogar eine MG hinten drauf, ne? Crazy. Das ist schon mal cool zu wissen, dass halt so in Abständen was kommt, wenn was wäre. Aber ich glaube, irgendwie in ein paar Tagen sagen wir, ja, lächerlich darüber sich Gedanken zu machen und so. Ich hoffe, dass es so ist. Wir finden ein Restaurant in einem kleinen Dorf. Nicht unbedingt, weil wir Hunger haben, sondern um weitere Infos über die aktuelle Lage in diesem Gebiet zu erfahren. Ich bin gerade so ein bisschen geschockt. Die konnte hier Englisch im Restaurant. Ich wollte sie löchern mit Fragen. Aber sobald wir das Wort Kartell angesprochen haben, hat sie gesagt, sag das nie wieder hier. Ja, hat es erstmal umgedreht und so. Und sie hat uns dann schon so ein paar Sachen verraten, weil sie uns halt vertraut. Also wir sollen auch auf den ganzen Weg jetzt niemanden mehr fragen. Und es kommen auch irgendwie 2 Geisterstädte, ne? Wo wir auf keinen Fall bleiben sollen, weil die sind irgendwie leer und niemand weiß so richtig warum. Aber das ist ja so die Stützpunkte von den Kartellen so ein bisschen, ne? Ja, wenn die kommen und die wollen Geld von mir, dann gebe ich denen mein Geld. Gesundheit ist mir viel wichtiger. Das wäre jetzt nicht so schlimm und die wollen kein Geld. Die wollen kein Geld. Die haben genug Geld. Die wollen dich. Und das macht mir Sorge, weißt du? Ich scheiß auf Geld, ich scheiß auf was die mir beklauen wollen. Ist mir alles voll egal. Das ist gar nicht lustig. Das finde ich überhaupt nicht geil gerade. Ja, also ist jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl, trotzdem weiterzufahren. Sie hat auch gesagt, wir sollen auf keinen Fall wild campen. Und jetzt bleiben wir jetzt die Nacht hier. Die haben das angeboten, dass wir hier bleiben können. Und wir sollen aber in so ein Dorf reinfahren, weil da die Mafia ist. Aber da bist du halt irgendwie beschützt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Vielleicht stellt es gerade ein bisschen schlimmer dar, weil Touristen was passieren könnte. Sie sagt so, Alter, wir haben noch nie hier Italiener, Deutsche gehabt. So, was macht ihr hier? Ich denke mal, Radfahrer sehen es immer ein bisschen weniger schlimm. Oder die es schon gemacht haben. Also irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. So. Genau. Wir werden jetzt seit 2 Stunden mit extrem lauter mexikanischer Musik bombardiert. So krass, die stellen immer das Auto hin, machen die Türen auf und lassen dann richtig laut Musik damit laufen. Ja, das Ding ist 50 Meter weit weg, ne? Und wir hören es richtig laut. Das ist krass. Hat aufgehört. Auf jeden Fall waren wir vor uns an der Supermarktkasse und die haben so gefragt, ja, woher kommt ihr? Du so, ja, aus Italien und Deutschland. Ja. Und sie so, boah, krass, ey. Hatten wir nie gesehen. Hatten wir noch nie so. Hier und so. So, hä, hier gibt's halt gar keine Touristen. Nee. Hätte ich nicht gedacht. Krass.
beim Bezahlen habe ich dann gemerkt, wir haben ja ein Fake-Portemonnaie dabei, ne, mit Fake-Kreditkarten oder mit abgelaufenen Kreditkarten. Und ich habe mir dann so gedacht, jetzt wäre es ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, das zu nutzen, so wenn jemand uns überfällt und so. Da denke ich mir, Alter, wenn ich einen Kartelltyp Fake-Portemonnaie in die Hand gebe und der checkt das, dann sind wir richtig am Arsch. Ja. Das hätte ich nie gedacht, dass quasi so weit kommt, dass ich quasi lieber das normale Portemonnaie hingebe. So, das wird vermutlich alles nicht passieren, aber das sind so Gedanken, wo ich mir mache. Ja, die halt jetzt die ganze Zeit so durch den Kopf laufen. Ne? Ja. Das ist echt. Das wird gut gehen. Hoffentlich. Guten Morgen, es geht weiter mit schlechten Nachrichten. Ja. Eine Maus hat unsere Tasche durchgefressen, um an den Käse ranzukommen. Nur die Einkaufstasche, also nicht die Fahrradtaschen. Ja, der gute Käse, der gute Käse. Er schneidet mal halt irgendwie ein fettes Stück weg. Ja, so oder so. Ich weiß nicht. Ist es ekelhaft, irgendwie einen angefressenen Käse weiter zu essen? Na, müssen wir machen. Ja. Aber naja, wenn das unsere Probleme sind, dann geht's ja. Ein mulmiges Gefühl, nach dieser Warnung heute Morgen aufzubrechen. Aber genau das wurde uns gestern mehrmals von den Leuten aus der Küstenstadt bestätigt, dass die Einheimischen wirklich Angst vor den Kartellmitgliedern haben. Aber wir trotzdem als Touristen unbesorgt durch die Berge fahren können, wenn wir uns richtig verhalten. Wir sind jedenfalls wachsamer als sonst. Es ist völlig crazy, was hier an Vögeln rumfliegt. Habe ich noch nie gesehen. Gelb, rot, grün, blau. Hier der nächste vorne. Nicht nur die Landschaften, auch die Natur auf dem Weg nach Durango soll einzigartig sein. Wer die Chance hat, in die Berge zu fahren, sollte das machen. So wurden wir von den Mexikanern für diese Route motiviert. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Das müssen Vögel sein, aber ich habe das noch nie gehört. Ist wie bei Star Wars. Ich hatte gerade die Kamera an und wollte eigentlich sagen, hier wir müssen jetzt mal vorankommen, nicht nur Vögel filmen, weil wir nur 2000 Höhenmeter vor uns haben heute. Aber stand da gerade irgendwie so ein bewaffneter Typ mitten im Wald. Das war eine komische Situation hier irgendwie. Aber ich komme darauf nicht klar, ne? Es ist hier wirklich wie im Dschungel. So Lianenbäume, so Mangrovenzeug, ja, so Gummibäume-artige Dinger, was man halt so aus dem Dschungel kennt. Und dazwischen aber halt so 10, 15 Meter Kakteen. Also, verstehe ich nicht. Ich meine, guckt euch mal diese Kakteen an. Das sind, Alter, der ist 15 Meter hoch da. Unsere Mission bis heute Mittag: ein weiteres Restaurant finden, in dem wir erneut mehr Informationen sammeln können. Nicht nur in Mexiko, auch in den 35 Ländern zuvor auf unserer Weltreise war es immer wichtig, mit den Locals in Kontakt zu kommen. Sie kennen die Umgebung am besten und wissen, was abgeht. Ich hoffe, das Restaurant hat offen. Das ist das letzte jetzt für heute, schätze ich mal. Ne? Also heute erreichen wir noch St. Lucia, aber das ist ja so eine... Stadt, wo wir nicht bleiben sollen. Genau, ich spreche das Wort nie aus, vielleicht ist hier jemand. Wo wir auf keinen Fall bleiben sollen. Deswegen müssen wir jetzt was essen hier. Tengo una pregunta. El restaurante Alejandro es abierto? Wir machen gerade richtig fetten Umweg hier in dem Dorf, aber das ist der einzige Ort, wo wir jetzt mal Wasser auffüllen können im Restaurant. Weil das nächste Dorf, da wollen wir sofort durch, weil das ist eine der 2 Städte, habe ich nicht mal Bock anzuhalten. Wo sind wir, hey? Wenn im letzten Restaurant schon krass waren, dass wir Ausländer sind, was werden die jetzt hier denken? Die Leute sagen uns, dass das einzige Restaurant im Moment geschlossen hat, wir aber trotzdem Wasser in einem kleinen Laden kaufen können. Dieses Bergbaudorf heißt Copala. Schon seit dem 16. Jahrhundert wird hier in der Gegend Silber abgebaut. Die bunten Häuser mit ihren engen Gassen sind typisch für Mexiko. Ein Erbe aus der Kolonialzeit, das bis heute Lebensfreude und Tradition widerspiegeln soll. Wow, es ist so schön hier. Aber ich glaube, das Restaurant hat nicht offen, ne? Und es ist eine Sackgasse. Und es ist eine Sackgasse, also... Aber guckt euch mal diese Kirche an. Boah. Seitdem wir Mexiko betreten haben, fällt uns auf, dass Religion hier einen sehr hohen Stellenwert hat. Mit rund 98% Christen ist Mexiko das Land mit dem höchsten Christenanteil weltweit. Vor der Kirche treffen wir ein paar Bergleute, die uns verraten, wo wir doch noch etwas zu essen finden können. Ein paar Frauen sollen wohl jeden Tag für die Arbeiter kochen und dort können wir nachfragen, ob sie auch etwas für uns übrig haben. Also, wenn ich richtig verstanden habe, das Restaurant hat zu, aber es gibt hier eine Frau, die für uns kochen will, kann. Ich check's nicht jetzt. Folgen wir den Typen jetzt irgendwie hier? Oh Gott, wo geht's hier hin? Aber die war nett, also den kann man schon, glaube ich, vertrauen. Also wir haben jetzt irgendwas bestellt für 10 Euro. Fleisch, Bohnen,
und Keine Ahnung. Tortillas. Mal gucken, was da... Ich glaube, das sind die Bohnen hier. Wo sind wir hier schon wieder gelandet, ey? Ich sage immer zum Hans, ach Hans, es bringt dir nichts zu fragen. Da drüben war ja ein Restaurant und das ist offensichtlich zu. Und dann frage ich und dann ist immer irgendwas, was noch kommt, oder? Prägst dir ein. Da ist ein Jackfruitbaum, Ja. Mangobäume, Feigenbäume. Hier ist eine riesen Papaya. Und das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Kartoffelwurzel mit einem anderen Namen. Sie kochen uns Tortillas, also dünne Maisfladenbrote, Frijoles, das sind gekochte Bohnen und getrocknetes Rindfleisch namens Machaca. Diese Kombination ist ein typisches Frühstücksgericht in dieser Region. Aber bisher haben wir in Mexiko fast nur Dinge gegessen, die in Teig eingerollt werden. Tacos, Burritos und so weiter gibt es zwar in vielen Variationen, aber ich dachte, nach ein paar Wochen würde es mir zum Hals raushängen. Aber irgendwie können wir nicht genug davon bekommen. Als wir Copala verlassen, treffen wir eine weitere Person, die nicht gefilmt werden wollte, uns aber aktuelle Infos über die Situation mit den Kartellen geben konnte. Aber der meint jetzt, die sind ja auf euch aus, die klauen Trucks, die klauen gute Autos, aber die haben keinen Bock auf Touristen und Fahrräder ist recht nicht. Oh, ich hab einen Schluck aufgehauen. Ja, ey, und die sind halt voll unter sich so. Sorry. Man muss schon Pech haben, wenn man denen in die Wege kommt. Das sind weitere beruhigende Infos für uns. Gestern Abend im Zelt hatten wir noch beschlossen, heute umzudrehen, sobald wir uns unwohl fühlen sollten. Jetzt geht es tief ins Gebirge. Und das hier ist erst der Anfang einer unglaublichen Bergkulisse, die morgen auf uns wartet. In 1,5 Stunden wird es dunkel und jetzt kommt einer der 2 Orte, wo wir ganz schnell wieder raus sollen. Wir wissen nicht, ob er jetzt davor Schlafplatz suchen oder danach. Jetzt kommt auch kein Ort mehr davor so richtig und danach auch erstmal nicht. Das heißt, wir müssen halt wild campen. Aber hier gibt es schon echt einige Plätze, wo man schlafen kann. Wir wollen ja eigentlich nie gesehen werden beim Schlafen. Wird doch niemand mitbekommen hier. Die letzte Abfahrt für heute und wir erreichen St. Lucia. Ich lasse einfach mal die Kamera laufen, aber viel Auffälliges sehen wir nicht. 2 Leute haben ihr Auto geparkt, ein Hund auf der Straße und warum auch immer der hier steht. Moin, wo kommt denn der jetzt her? Wir haben jetzt hier in dem Ort die GoPro abgemacht. Ich habe nur die 360-Grad-Kamera laufen, weil die nicht so auffällt als Kamera. Aber der war richtig komisch, der Ort. Die Häuser waren wie so Deko nur, oder? Aber ohne dass wir hier wissen, was los ist, ist trotzdem ein komisches Gefühl. Hier wäre jetzt was, wo es reingeht. Aber da drüben ist ein kleines Dörfchen hier. Ist mal schon gut versteckt, ne? Boah, das ist schon perfekt, ne? Das ist schon perfekt. Wir bleiben hier, sichtgeschützt von den Büschen neben uns. Noch können wir nicht ahnen, dass uns morgen früh Personen gegenüberstehen, die vermutlich zum Kartell gehören und dass wir mit ihnen reden werden. Aber vorher erzählt euch Jens, wie seine Begegnung mit dem Kartell ablief. Gegen 11 Uhr fuhr ein amerikanischer Pickup. Die Scheibe ging runter, die fuhr neben mir. Ich guckte rein, da saßen 6 Männer drin, alle in verschiedenen Uniformen. Alle hatten ein Gewehr, Lauf nach oben stehen und eine Bierdose in der Hand. Und die fragten mich zuerst, wo willst du hin? Da habe ich gesagt, Chihuahua, 600 Kilometer weiter. Da haben die gedacht, der spinnt, das meint er nicht ehrlich. Der fährt ja nicht mit dem Fahrrad nach Chihuahua. Da haben die gedacht, ich bin von einer anderen Drogengang, um was auszukundschaften wahrscheinlich und bin als Fahrradfahrer getarnt. Dann haben die gesagt, Passaporte anhalten. Ich sage nichts Passaporte. Ich sage nicht Polizia. Ich halte hier nicht an. Und dann sind die immer hinterhergefahren, wollten mir den Weg abschneiden, wollten mich aufstoppen und bin immer rechts, links. Bin auf die andere Straßenseite, bin wieder zurückgefahren und habe versucht, wenn mal ein Truck kam, den anzuhalten. Die haben alle einen großen Bogen gemacht und sind mir ausgewichen. Also da hält keiner ein. Demzufolge irgendwann waren die so bedient, dass sie mich nicht stoppen konnten. Dann haben die angehalten und haben mir ins Fahrrad geschossen. Das war wie im Film, wie mit quietschenden Reifen, Seitenwechsel, rechts, links. Und dann sind die ausgestiegen und hat der Fahrer die Knarre gezogen und hat beim ersten Schuss gleich meinen Reifen und die Felge erwischt. Ja, das waren Zentimeter neben meinem Fuß natürlich. Ob die den Reifen treffen wollten oder mich treffen wollten, tja, keine Ahnung, ne? Vor allem bei Fahren der Geschwindigkeit, die hätten noch mich treffen können. Dann sind die losgefahren, wollten mich praktisch überfahren denn. Dann bin ich abgesprungen, habe mich dann in die Seite rollen lassen, in die Büsche und die sind wirklich über das Fahrrad, über den ganzen Rahmen rübergefahren. Also der ganze Stahlrahmen sah aus wie eine Banane praktisch. Und dann kamen die Typen raus mit den Knarren und dann gleich haben sie mir die Hände auf den Rücken gebunden, mich in den Pickup gestopft und sind ganz schnell abgebogen von der Straße und nach 1 Kilometer fiel ihnen ein, oh, wir müssen das Fahrrad doch von der Straße kriegen. Weil du hast alle halbe Stunde Polizeieskorten. Immer so mit 3, 4 Fahrzeugen mit Scharfschützen oben drauf. Und da sind die wieder umgedreht,
und haben mein Fahrrad auch nach oben raufgeladen. Aber wolltest du quasi so lange vor denen entkommen, bis die nächste Streife kommt? Du, ich hatte ja gedacht, am Tag, mitten am Tag, die geben gleich auf. Die halten das nicht durch, weil ab und zu kommt ein Auto und ein LKW. Die werden doch nicht am Tag hier einen entführen. Ich dachte, das machen die nachts. Ich wollte das gar nicht glauben. Deswegen dachte ich, die einzige Chance ist jetzt hier abzuhauen. Das Kartell ist das Sinaloa-Kartell. Die haben ja den Namen auch genannt sogar. Dass du gleich weißt, wer wir sind, sagt er. Dann gab es dann so eine Ruinenanlage von der ehemaligen Tankstelle. Und da sind die im rechten Winkel abgebogen. Und als wir da ankamen, stand das baugleiche Fahrzeug von dem Pickup, stand komplett zerschossen in diesem Areal. Und ich dachte, das war's jetzt hier. Das ist wirklich die Hinrichtungsstätte. Ne? Dann sind die angehalten, dann haben die zu mir gesagt, ausziehen und in den Sand setzen. Auf den Knien in den Sand setzen. Ich dachte, jetzt erschießen die mich. Ne? Dann haben die alle Taschen von hinten runtergeladen und haben die auf den Haufen ausgekippt und haben dann gesucht und haben sich gewundert, wo die Drogen sind, wo die Pistolen sind. Ich sage, ich habe keine Waffen, ich habe keine Drogen, ich bin Fahrradfahrer. Warum fährst du hier Fahrrad? Ich sage, ich mache Urlaub. Denn dann haben die mich gefragt, wer bist du, woher kommst du? Ich sage, von Alemannia. Der Boss von der Bande da sagte dann Adolfo Hitler. So der große heilige Führer. Und der wollte mit mir diskutieren über Hitler, wie toll er doch gewesen ist. Was für ein toller Mann das war. Ich sage, ich bin nicht politisch interessiert, sage ich zu ihm. Und das ist historisch, das ist 80 Jahre her, sage ich. Das ist Geschichte. Der ist gar nicht mehr an der Macht. Also die taten so, ob der noch an der Macht ist. Ich sage, Jungs, darüber möchte ich nicht diskutieren jetzt hier mit euch. Ne? Dann haben die ihren Boss angerufen, den Drogenboss, und haben ihm erzählt, wir haben hier so einen deutschen Fahrradfahrer gekidnappt. Und dann hat er gesagt, oh, Alemannia, oh, freilassen, sofort freilassen und entschädigen. Und wenn ich Mexikaner gewesen wäre oder Amerikaner, wäre ich tot gewesen. Und er sagte ja auch, du hast echt Glück und der Chef lässt dich am Leben. Also die hat mich erschossen. Dann hat der eine mich gefragt, was mein Fahrrad denn wert wäre. Ich sagte, naja, das war mal ziemlich teuer, so mal 3.000. Dann griff der Fahrer echt in die Tasche und holt so einen Batzen Geldscheine raus und legt mir ein paar Scheine hin, so, da kannst du dir dann wieder morgen ein neues Fahrrad kaufen. Die schwimmen Geld. Geld ist genug da. Würdest du im Nachhinein sagen, du hast falsch reagiert? Ja, sicherlich. Sie haben ja hinterher auch gesagt, warum hast du nicht angehalten? Aber kann man das wissen? Das ist eine Zehntelsekunde, wo du dich entscheiden musst. Ja. Die haben nämlich so ganz langsam zurückgefahren, haben immer ihren Funk gehört, die haben überall Späher an der Straße, die immer Bescheid geben, so, die Luft ist rein, die Straße ist frei. Und wenn sie überstoppten, zwischendurch habe ich gesehen, wie sie die Videos von ihren Kindern anschauten. Die haben auch kleine Kinder zu Hause, die dann Papa rufen. Also es war so schräg, die Erfahrung, dass sie auch noch ein normales Leben haben, dass sie auch liebe Väter wahrscheinlich sein können. Und dann sind die auf die Straße, auf diesen Highway 2, und dann haben sie mich rausgeschmissen nach 30 Kilometern an der Straße, Auge runtergezogen und gesagt, du hast Glück gehabt heute, dass du überlebt hast. Wenn du irgendwo sprichst, bei der Polizei, beim Militär, wir haben überall unsere Leute hier, sagt er, dann bist du ein toter Mann. Du kommst nicht weit. Und sobald du den Mund aufmachst und was sagst, bist du tot. Ich habe auch gehört von Einheimischen daher, und die meinten, das ist ganz normal. Was du uns erzählst, hören wir andauernd. Eine Geschichte, bei der uns der Atem stockt. Wir sind zwar genau in dem Gebiet des Sinaloa-Kartells, aber Jens war weiter im Norden Mexikos unterwegs, in einer deutlich kritischeren Zone. Aber deshalb ist es so wichtig, in manchen Ländern genau zu recherchieren, wo man besser nicht hin sollte. Außerdem sagte Jens noch am Ende des Interviews, dass er an einem Strand im Süden Mexikos ebenfalls ausgeraubt wurde, und zwar von 3 Polizisten in Uniform. Manchmal kann man einfach nichts machen, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Aber zurück zum eigentlichen Video, zu unserer Begegnung mit dieser Person, die uns zugerufen hat, dass wir anhalten sollen. No Spanish, no Spanish. Spanish? Spanish? Ella sabe Spanish. Yeah. ¿De dónde vienen? Poquito. ¿De dónde vienen? De Mazatlán. ¿A dónde van? Durango. Mazatlán, Durango, Monterrey. Está lejos el pedo y loco este frío. Sí, es muy caliente. Yeah, it's good. Soy italiana, él es Alemán. Alemán. Y ahí hay cuenta que nomás por ejercicio vienen. Sí, andamos todo el mundo en bicicleta. Cabrón. Es 2 años. 2 años y eso. ¿Por qué? 5 meses más. 5 meses. Ja. No, pues está cabrón, ¿verdad? And it's bamboo. It's bamboo bicycle. Bicicleta de bambú. Órale, de bambú. Yeah. No, no son de fierro, ¿verdad? Wood. Sí, también pirata. ¿Y a poco les aguanta esa madre hasta allá? 100 kilos. Heavy. Very heavy. No, pues ya está, que le vaya bien. Ándale. Gracias. Ándale, Adios. viejo. Adios. Ándale, adiós. Ándale. Eine Pistole, ein Funkgerät und die Neugierde, was wir hier machen. Die Anzeichen sprechen dafür. Ich glaube, das war einer, ne?
Weißt du? Ist ja auch klar. Warum? Das war einer vom Kartell. Das haben die uns unten schon gesagt, dass die Leute vom Kartell so neugierig sind und halt herkommen und die anhalten. Und der hat eine Knarre gehabt. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Der hat eine Knarre am Holster gehabt. Immer freundlich sein, Hand geben. Alles gut. Dann war die erste richtige Begegnung. Ich habe auch gleich ins Gespräch eingebracht, dass ich halt Italienerin bin und Hans Deutscher und dass wir schon seit 2 Jahren mit dem Fahrrad fahren und so. Wurde uns nämlich gesagt, dass es auch immer gut ist zu erwähnen, dass man kein Ami ist. Auf die haben sie es wohl eher abgesehen als auf andere Länder. Aber natürlich war es nur eine Vermutung, ne? Dass das jemand vom Kartell sein könnte. Trotzdem ist wichtig, sich direkt ins Gespräch zu stürzen. Auch wenn die irgendwelche komischen Witze machen, mitgehen, freundlich sein. Aber also ich hab jetzt überhaupt keine Befürchtung mehr hier. Das ist alles eigentlich echt gechillt. Ja, die grüßen alle total freundlich und labern mit uns. Genau, also ich glaube, wir als Touristen sind auf jeden Fall safe. Und es ist echt eine der schönsten Straßen, die wir seit vielleicht einem Jahr hatten oder sowas. Es ist unglaublich geil. Das Gebirge heißt Sierra Madre Occidental mit Bergen bis zu 3300 Metern. Normalerweise sind die Berge in Mexiko eher trocken und karg, aber durch die Nähe zum Pazifik ist es hier grün und bewaldet. Diese Bergwälder gehören zu den artenreichsten Ökosystemen Mexikos mit Bären, Berglöwen und vielen seltenen Vögeln. Hier liegen echt so viele große Steine auf der Straße und Bäume und alles Mögliche. Ich glaube, das räumt hier irgendwie nicht weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt erst passiert ist. Ich glaube halt, dass die Straße so wenig befahren ist, dass sich ja keiner drum kümmert, weil wir sind ja kaum Autos unterwegs. Also die Hauptstraße, die pfeift ja einmal Tunnel und Brücken irgendwo durch. Und die Straße geht, glaube ich, 3-mal so lang. Übelst Serpentin. Ist auf jeden Fall wert. Ist genial. Ohne Verkehr. Ja. Mega. Es liegt zwar wirklich so einiges auf der Straße rum, aber dadurch müssen auch die paar Autos, die hier unterwegs sind, langsamer fahren. Das ist uns viel lieber als eine Top-Straße mit viel Verkehr. Hier liegen auch Patronen auf dem Boden und gerade war so ein ganzes Auto weggeschmolzen. Muss natürlich nichts heißen, aber so ein bisschen die Alarmdinger sind an. Also irgendwie soll es wohl in den letzten 2 Monaten irgendwas vorgefallen sein. Wir wissen überhaupt nie was, aber in den letzten 2 Monaten. Krass ey, wie viel davon hier rumliegt, ne? Hier alles voll Munition auf dem Boden. Keine Ahnung, was das für eine ist. Stehst drauf? Keine Ahnung. Aber liegt jetzt auf den ganzen Weg, ne? Da lag hier so viel Munition rum. So hunderte Patronen. Teilweise noch scharfe, glaube ich. Ja. Auf dem Weg liegen ein paar wenige Bergdörfer wie dieses hier. Ein paar Tiere, kleine Holzhäuser und das dort müsste die Schule sein. Immer wieder tauchen auch Totenschädel oder Sensenmänner auf. Was für uns unheimlich wirkt, ist hier aber Teil der Kultur. Vor kurzem war der Tag der Toten, einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko. Hola! Die Einheimischen nennen diese Bergstraße den Teufelsrücken. In den 1940er Jahren wurde hier unter extremem Aufwand diese Straße in den Fels geschlagen. Seit 2013 gibt es aber eine neue Route, bei der man statt 8 Stunden Fahrt nur noch 2,5 Stunden nach Durango braucht. Ich weiß nicht, wann wir heute ankommen werden. Ich hatte eigentlich einen Punkt rausgesucht, wo ich hin wollte. Aber Hans fliegt so oft Drohne und bleibt stehen, um irgendwelche Vögel zu filmen, dass ich nicht glaube, dass wir halb so weit kommen, wie ich dachte. Und Hans ist noch da drüben auf der anderen Seite und fliegt Drohne. Boah, ist das schön hier. Also ich kann ihn schon verstehen. Junge, diese Straße hier an dieser Felswand entlang, ne? Crazy! Das geht jetzt noch richtig lang so weiter. So richtig im Zickzack an der Felswand entlang. Und das so immer zwischen 2.000 und 3.000 Metern, ne? Im Januar. Im Januar. Das ist crazy. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie hier einen Schlafplatz finden, ne? Wir sind halt wirklich an der Felswand und hier geht's eigentlich nichts. Aber wenn wir was finden, ist der Ausblick krank. Aber hier kommt heute Abend kein Schwein mehr vorbei, glaube ich. Wir sehen so wenige Motorradfahrer hier. Oh, da geht's da hinten noch runter. Alter, Premium. Ja. Dann sieht man uns gar nicht. Nee. What? Oh. Wahnsinn.
das ist mal ein Zeltplatz mit einem View, würde ich sagen. Da unten ist ein Maisfeld. Ja. Und da ist ein Haus, ne? Ja, aber nur da hinten kommen, glaube ich, auch nochmal Häuser. Noch ein Haus. Ich glaube, wir müssen dich heute festketten. Der Schlafwandel. Ja. Weil hier sollst du nicht runterfliegen. Und jetzt kochen mit Sonnenuntergang. Freust dich nicht so? Erstmal muss ich scheißen. Ich flatuliere eine halbe Stunde so rum. Ja, also seit einer halben Stunde kannst du weglassen. Wieso? Ja, weil du seit vorgestern schon rumflatulierst. Das sind die ganzen Bohnen, die man hier isst. Wichtige Kalorien auffüllen nach den heutigen 2000 Höhenmetern. Vermutlich werden wir schon morgen das Hochplateau erreichen. Und so schön es hier auch ist, wir wollen nicht länger bleiben als nötig. In den letzten Tagen waren wir ziemlich angespannt, was du sicher nachvollziehen kannst. Auch wenn man nichts mehr sieht, es gibt Nudeln, Thunfisch und letzten Parmesan aus dem Lidl von der USA. Da geht gerade der Vollmond noch auf. Dann sehen wir uns morgen. Der Morgen bricht an und es war richtig kalt. Wir packen alles zusammen und freuen uns auf das Highlight dieser Bergstraße. Das ist der Weg von gestern hier, ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Immer an der Bergwand entlang. Und jetzt hier geht's so weiter. Wir fahren hier gerade an einem Kamm entlang und manchmal hat man dann auf der Seite richtig schöne Aussicht, manchmal auf der anderen. Es ist unglaublich. Noch nie haben wir eine Straße gesehen, die sich so am Steilhang entlang zieht. Wunderschön und dazu noch menschenleer. Der Teufelsrücken ist einer der beeindruckendsten Routen, die wir in den letzten 35 Ländern und 2 Jahren Weltreise gefahren sind. Manch einer wird unsere Entscheidungen der letzten Tage nicht unbedingt nachvollziehen können. Doch wenn wir eines auf dieser Reise gelernt haben, dann auf unser Bauchgefühl zu hören. Und es hat sich wieder mal gelohnt. Wir haben jetzt hier mehr oder weniger die Hochebene erreicht. Jetzt geht es hier nur durch den Wald noch durch, bisschen hoch und runter, um die 2500 rum. Passport? You want to see a passport? Yeah. Yes. Where are you coming from? Mazatlan. Das hier ist eine Grenzkontrolle zweier Bundesstaaten. Wir haben es aus Sinaloa rausgeschafft und betreten gerade Durango. Und gleichzeitig soll es ab jetzt auch wieder sicherer sein. Is there a hotel in La Ciudad? Yes? And a restaurant here? No restaurant? No work. Okay. La Ciudad restaurant. Okay. Alright. Gracias. Unser nächstes großes Ziel ist die 800 Kilometer entfernte Stadt Monterrey. Davor liegen jedoch einige Tage im Sattel durch die Wüste. In dieser Zeit lassen wir die Kamera mal bewusst aus und nehmen die Eindrücke von Mexiko einfach nur in uns auf. Ehrlich gesagt fühlt es sich nicht ganz richtig an, euch in diesem Video vor allem die gefährlichere Seite des Landes gezeigt zu haben. Diesen Ruf haben die Mexikaner nicht verdient, denn die Menschen hier sind unglaublich warmherzig und gastfreundlich. Ein gutes Beispiel dafür ist diese Begegnung in einer kleinen Stadt auf dem Weg nach Monterrey. Alter Schwede, wo sind wir hier gelandet? Die liebe Oma hier, die sind beide über 80 schon, ne? Ja. Die hat auf der Straße gesehen, hat uns zum Mittagessen eingeladen. Die ist so herzlich, ne? Und wenn sie nicht da ist, der Mann die ganze Zeit so, oh, was ich für eine tolle Frau habe und alle in der Stadt lieben sie und sowas. Ja, echt richtig toll. Und die mexikanische Mucke überall. Herrlich. So schaut's hier aus. Weihnachtsbaum steht noch. Ja, gleich geht's was zu essen. Mira, a ver. Okay. Cochinita. It smells good. Okay. Ich habe denen gerade die Bilder gezeigt von unserer Weltreise und die konnten es gerade gar nicht packen. Ja. Das fanden die so spannend und es war richtig schön, denen zu zeigen. Oh. Gracias. Also man nimmt quasi immer so ein Tortilla, macht da alles fein drauf. Das ist so ein Bohnenzeug, was wir schon ein paar Mal hatten. Ja. Seitdem ich in Mexiko bin, will ich eine Habanero probieren. Und jetzt kommt sie gerade an und fragt, ob ich eine Habanero probieren will. Der Mann sagt die ganze Zeit, bitte sei vorsichtig. Also, hier ist die Habanero. Okay. Oh. Okay.
Ja, ist okay. Oh, scheiße, Alter. Also nicht falsch verstehen, es ist das Schärfste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Okay, gut. Ich konzentriere mich die ganze Zeit, dass ich keinen Schärferschluck aufbekomme. Und schwitze auch und sowas, aber ich hätte gedacht, mich zerreißt komplett. Aber ich habe jetzt 2 Monate in Mexiko so scharf gegessen, dass ich, denke ich mal, so ein bisschen dran gewöhnt bin. War das gerade herrlich bei den beiden. Und ich finde, das verkörpert so richtig Mexiko. Dieses geschwungene, immer ein Späßchen und laute mexikanische Musik. Also das Essen war richtig gut, aber ich muss sagen, ich habe jetzt einen richtigen Nachbrenner im Magen von dieser Habanero. Also im Mund war der Schmerz nach 5 Minuten ungefähr weg, aber jetzt im Magen, ich glaube, damit habe ich zweimal Freude dran. Gerade beim Essen und morgen auf dem Pott. Kurz vor Monterrey standen wir plötzlich vor diesem gigantischen Gebirge. Der Weg dadurch hat den Namen Weg nicht verdient und soll die wildeste und härteste Route sein, die wir je gefahren sind. Wie es dazu kam, dass wir am Ende gerettet werden mussten. Und die Story glaubt uns kein Schwein. Erfahrt ihr im nächsten und letzten Video aus Mexiko. Wir sehen uns.